Kaum zu glauben, aber das war mal ein Fenster und das könnte auch wieder Teil eines Fensters werden und das nennt sich Closed Loop, also wenn aus Gebrauchtem nicht immer nur Abfall wird, sondern als Werkstoff wieder in den Produktionskreislauf zurückkommt. Das sind alles Gegenstände, die aus Closed Loop entstanden sind. Ja, mehr als eine Vision könnte Markt sein. Vom Schredder zum Mahlgut zum Compound. Wer sich mit Closed Loop beschäftigt, ist Hartmut. Jetzt musst du mir erklären, wie funktioniert Closed Loop und war das wirklich mal ein Fenster? Also das, was du hier siehst, war ein Altfenster. Es ist auf der Baustelle, ich sag mal, demontiert worden. Es ist zum Aluminium-Schrottverwerter geliefert worden. Der hat es geschreddert. Die Aluminiumfraktion ist hier schon rausgenommen worden. Und was du hier siehst, ist alles das, was ihr verschiedenste, ich sag mal, Materialien, ich kippe das einfach mal auf, unterstaubt, also ist dreckig. Also normal geht das Ganze nur ins Feuer. Ja? So, wenn Das du willst siehst, du verbrennen. das wird jetzt, ich sag mal, aktuell noch verbrannt. Du hast hier Gummidichtungen, die beim Fenster eine Rolle spielen. Es gibt hier Kabel, die hier mit drin sind. Schrauben hast du auch Also noch es drin. ist alles, ich sag mal, ist ein Gemisch, wo eigentlich keiner was mit anfangen kann. Aber unsere Aufgabe ist da, Lösungen zu erarbeiten und das machen wir. Und was machst du jetzt konkret? Wir arbeiten mit anderen Recyclern zusammen, die dann sich darauf spezialisiert haben, den Kunststoff aufzureinigen. So wird aus der Schredder-Leichtfraktion, was man sich nicht vorstellen kann, nachdem es dann getrennt wurde, ich sag mal, ein Mahlgut wird hergestellt. So, und das hat jetzt schon eine Reinheit von 99,5%. Und unsere Aufgabe ist es, ich sag mal, diese Qualität, die da jetzt ist, wieder so hoch zu bringen, dass wir die gleichen Eigenschaften haben wie Neuware oder vielleicht sogar noch besser sind. Und dann kann wieder da ein Profil daraus entstehen, hier Wärmedämmsteg, wo dann wieder ein Fenster mit zusammengebaut werden kann. Also das ist Closed Loop. Früher ein Fenster, heute wieder ein Fenster. Ja. Wie kannst du davon ausgehen oder sicherstellen, dass die Qualität dann auch gleich bleibt? Wir kriegen jetzt ein Mahlgut angeliefert, ja, was aufgereinigt ist. Wir wissen aber nicht, wie hoch der Glasfasergehalt jetzt im Moment ist und wie sich das Material mechanisch verarbeitet. Wir kriegen eine Charge angeliefert. Wir kriegen meinetwegen 20 Tonnen angeliefert auf dem LKW und wir müssen die homogenisieren. Dann werden verschiedene Proben gezogen, die werden im Labor analysiert und dann stellen wir einen Compound her. Ja, und dieses Compound, wenn man das dann sieht, ja, sieht richtig wieder schön aus und man kann sich vorstellen, dass wieder ein Wärmedämmsteg, so wie hier, daraus entstehen kann. Ja. Und das Material ist jetzt qualitativ so hochwertig wie ein Neuwarefenster. Ich kann dir mal, ich sag mal, ein Diagramm zeigen, wenn du es möchtest, ja, wo du siehst, wo ich dir zeige, was hat die Neuware für eine Eigenschaft gehabt, als sie eingesetzt wurde, um dieses Profil herzustellen. Was was haben andere Marktteilnehmer bisher erreicht und wie wirkt sich der Ernährtech-Prozess auf dieses Produkt aus? So, dann gibt es natürlich auch schon Versuche, die in der Vergangenheit gelaufen sind bei anderen, ich sag mal, Marktteilnehmern, die wir haben. Und dann hat man einen Recompound hergestellt und normal erreicht man 40 bis 45 Kilojoule. Dann bist du aber in der Qualität unter dem Original. In dem Fall ist das so. Und deswegen ist der Einsatz dann auch limitiert auf wenig Produkte. Wenn ich jetzt 40 verschiedene Dämmstege habe, wäre das nur auf 3, ich sag mal, limitiert. Wir haben schon einen Prozess entwickelt vor einigen Jahren und da haben wir dann, ich sag mal, dieses Material als Basis genommen. Wir haben geguckt, welche Glasfaser ist da drin, was müssen wir noch rein additivieren und haben dann anschließend ein Compound erstellt, was 60 bis 70 Kilojoule pro Quadratmeter Schlagzähigkeit hat. Also ist besser als die Neuware. Auf einmal kann ich das ganze Spektrum des Fensters, der Profilherstellung abdecken mit dem Rohstoff, ohne dass ich eine Neuware eingesetzt habe. Und ich bin mal wieder bei einem Produkttest dabei und treffe den Daniel. Du bist der Typ, der hier auch mal was kaputt machen darf. Ja? Testen wir doch mal. Ich mache jetzt hier ein paar Schlagversuche mit einem Schlagpendel. Wir mit Schlagfestigkeit nach Sharpie richten den aus. Schließen die Sicherheitsscheibe einmal. Jetzt lösen wir gleich aus und dann wird dieser
Hammer, dieses Schlagpendel, dagegen schlagen und die Software nimmt die Energie und die Kraft auf. Wir haben gesehen. Das ist kaputt, ja. Hier liegt ein Teil. Guck mal. Ei. Aber sauber gebrochen, würde ich mal sagen. Und mit welcher Kraft ist da jetzt rein? Beziehungsweise wann ist es kaputt gegangen? Was hat es ausgehalten? Wir werten das jetzt aus. Dieses Bauteil ist bei 74,18 Kilojoule pro Quadratmeter zerstört worden. Und das heißt, also ich könnte so ein Fenster, der dann 35 bis 40 Jahre im Einsatz ist und irgendwann dann ausgebaut wird, könnten man noch siebenmal eine Lebensdauer geben, also 280 Jahre. Ja? Das heißt, das werden wir beide nicht erleben, ja? Aber für zukünftige Generationen, es muss kein neues Material aus Erdöl hergestellt werden, sondern ich kann das alte, vorhandene wieder nutzen. Closed Loop sieht für mich ja schon aufwendig aus und ich glaube, das ist auch ein bisschen teurer, oder? Ja, ich sag mal, du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt diesen Haufen Schrott in Anführungsstrichen dort siehst, ist er natürlich, ich sag mal, der muss aufgereinigt werden, da sind Sortieraufwand steckt da drin, das muss es vermahlen werden. Jetzt hast du ja natürlich auch eine Nachfrage danach. Genau. Wer interessiert sich dafür und für wen lohnt sich Closed Loop denn überhaupt? Ob das die Automobilindustrie ist oder ob das die Bauindustrie ist, sind verpflichtet, nach EU-Normen, Direktiven ihre Kreisläufe zu schließen. Wir setzen uns mit dem Thema auseinander, weil wir denken, da ist in Zukunft ein Markt vorhanden und den muss man aufbauen. Auch diese Ressourcen sind begrenzt, limitiert. Ja, und man muss schauen, ich sag mal, dass man auch, im Zug der Nachhaltigkeit schon frühzeitig unterwegs ist. Dankeschön.